M3, M4, M5, UNF, UNC. Hä? Muss das so kompliziert sein? Wir bringen heute mal Licht ins Dunkel. Richtig Bogenschießen, Folge 2. Gewindegrößen im Bogensport. Wer nicht gerade einen einteiligen Langbogen mit Holzpfeilen schießt, der wird früher oder später mal was an seinen Bogen anschrauben. Egal ob Pfeilauflage, Visier, Stabilisatoren oder die Wurfarme selbst. Wir haben richtig viele verschiedene Gewindegrößen und Gewindearten im Bogensport. Und heute wollen wir mal diese ganzen Gewinde durchgehen und mal ein bisschen aufklären. Es ist eine große Verwirrung teilweise, die da bei Einsteigern entsteht, aber auch fortgeschrittene Schützen und Schützinnen wissen nicht immer, was für Gewinde sie da vor sich haben, und das wollen wir heute ändern. Ich fange mal mit dem einfacheren an, und das sind die metrischen Gewinde. Also M5 zum Beispiel hat jeder schon mal gehört, das ist der Außendurchmesser in Millimetern. Das ist relativ einfach, das Prinzip, da geht es einfach M1, 1,5, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Wir haben leider aber nicht alles im Bogensport metrisch, und genau da beginnen ja die Probleme. Wir haben europäische Hersteller oder japanische, koreanische, generell aus Asien, die machen das metrisch, worauf sie Einfluss haben. Also jetzt habe ich hier mal so einen Bogen von Winners, Win & Win, koreanische Mutterfirma. Ich habe hier auch ein Gillo liegen, europäischer Hersteller. Bei diesen Bögen kann man jetzt davon ausgehen, dass die Tillerschrauben zum Beispiel metrisch sind. Das Gewinde, was hier in den Bogen reingeschnitten ist, das ist dann in der Regel ein M12-Gewinde. Und hier oben an der Tillerschraube, da komme ich dann auch mit einem metrischen Innensechskantschlüssel zurecht. In dem Fall hier ist es die Größe 5, also 5 mm Innensechskantschlüssel. Jetzt sind wir aber nicht alleine auf der Welt. Es gibt eben auch Länder, die immer noch das angloamerikanische Maßsystem, nämlich Zoll oder Zöllisch, verwenden. Wir haben das ein bisschen den Engländern zu verdanken. Die haben ja eine reiche Kultur, was das Bogenschießen angeht, haben das nach Amerika exportiert. Hier in Europa haben wir uns jetzt mittlerweile auf metrisch geeinigt, und die Amerikaner arbeiten immer noch mit Zoll. Und da viel Technik und Innovation, was den Bogensport angeht, aus den USA im 20. Jahrhundert dann wieder nach Europa zurückgekommen ist, haben wir auch sehr viel zöllische Maßeinheiten importiert. Und ein ganz gutes Beispiel dafür sind die Gewinde an Stabilisatoren. Das hier ist jetzt ein 5/16 UNF-Gewinde, und auf der anderen Seite, wenn ich das Gewicht anschraube, habe ich hier ein 1/4 Zoll UNC-Gewinde. UNF, UNC, wofür steht das? Das heißt Unified Coarse oder Unified Fine. Das bedeutet also Grob- oder Feingewinde. Und 5/16 oder 1/4, das ist eben ein Bruch. Das kann man tatsächlich einfach umrechnen. Ein Zoll sind 25,4 mm, 1/4 ist also dann ungefähr 6 mm. Und weil wir uns darauf geeinigt haben, dass eben Stabilisatorgewinde 5/16 Zoll UNF sind, hat auch jeder Bogen auf diesem Planeten ein 5/16 UNF-Gewinde an der Vorderseite. Das heißt, egal ob der Bogen aus Europa kommt, aus Asien oder aus den USA, damit das eben alles miteinander kompatibel ist. Und deswegen wird auch klar, dass so ein europäischer oder asiatischer Bogen eben beides hat. Wir haben hier zöllische oder angloamerikanische Maßeinheiten, und wir haben metrische Gewinde dran. Und das ist tatsächlich nicht besonders hilfreich, denn man ist sich nie sicher. Man muss immer nachschauen, was für Gewinde wurden hier wirklich verwendet. Da ist es noch relativ einfach. Wenn wir zum Klickergewinde übergehen, der Winnersbogen hier, der hat hier ein UNC-Gewinde drin. Das ist die Nummer 6, da komme ich gleich dazu, was das eigentlich bedeutet. Aber Gillo verwendet klassischerweise M4. Also hier haben wir auch ein metrisches Gewinde, und es gibt die Klicker dann auch passend in metrisch oder in zöllisch. Hier ist zum Beispiel ein Beiter-Klicker mit M4-Schraube, der passt hier rein. Und jetzt habe ich hier von Win & Win einen Klicker. Der hat das entsprechende zöllische Maß. Und wenn man die genau anschaut und aneinander hält, dann kann man auch erkennen, dass das metrische Gewinde einen deutlich größeren Durchmesser hat. Und dieses Klickergewinde, UNC Nummer 6, das nehme ich jetzt zum Anlass, zum nächsten Thema zu kommen. Innerhalb der angloamerikanischen Maßeinheit oder dieses UNF-UNC-Systems wird es ein bisschen komplizierter. Da ist mir aufgefallen, dass selbst relativ erfahrene Menschen, die schon lange dabei sind, das durcheinander bringen. Und das steht auch sehr oft falsch auf Webseiten, auch unserer Mitbewerber. Und wir machen uns da große Mühe, das korrekt auch bei uns im Shop zu beschreiben.
um da nicht noch mehr Verwirrung zu stiften. Wir haben am Bogen auch an anderen Stellen diese Gewinde. Wir haben den Korntunnel für Recurve, klassischerweise das Standardmaß UNC 832. Das Gewinde von einem Scope UNF 1032. So, wofür steht das jetzt? Das bedeutet nicht, dass wir hier 10/32 Zoll haben. Das würde bedeuten, wir haben ungefähr 8 mm Nenndurchmesser, das kommt nicht hin, das stimmt also nicht. Die Antwort ist, die kleinste Größe in diesem System, die mit einem Bruch angegeben wird, ist 1/4. Wir haben also das Gewinde hier vorne am Stabi, ist das kleinste Gewinde, was so angegeben wird. Alle darunter sind einfach durchnummeriert. Da haben wir einfach nur Nummer 1 bis 12 oder beziehungsweise UNF geht von 0 bis 12. Und das sind einfach nur eine standardisierte Liste, die in dieser Norm steht, und das kann man sich dann auch nicht mehr mit dem Bruch ausrechnen, was das für ein Durchmesser ist. Das muss man nachschauen. Und deswegen kann man auch kurz einfach sagen, dass das UNF Nummer 10 ist und dass das hier UNC Nummer 8 ist. Und die 32, die dahinter steht, die steht also nicht für den Bruch, sondern die steht für Gewindesteigungen pro Zoll. Und das ist auch das Spannende bei den Gewinden für Compound und für Recurve, und auch das würden sehr viele Schützen mit sehr viel Erfahrung wahrscheinlich nicht aus dem Stegreif wissen. Das sind unterschiedliche Durchmesser. Wir haben also das Gewinde vergrößert für die Compound Scopes, weil die sehr schwer sind, damit die das auch halten mit den Vibrationen. Aber wir haben uns für die gleiche Steigung entschieden und deswegen ist man umgestiegen von UNC auf UNF für den Compound. Und das kann man auch sehen, wenn man die ineinander hält. Die passen also perfekt aufeinander, die Gewinde. Die haben tatsächlich exakt die gleiche Steigung pro Umdrehung. Und wenn man jetzt einfach nur größer geworden wäre, dann wäre halt eben auch das Gewinde gröber geworden. Und deswegen ist man dann eben auf das Feingewinde gegangen. Und dann ist es jetzt so, dass wenn man einen Recurve-Korntunnel eine Umdrehung dreht oder das Scope eine Umdrehung rausschraubt, dann hat man die gleiche seitliche Verstellung vorgenommen. Aber man wollte eben nicht ein größeres Gewinde nehmen und dann eben eine größere Steigung pro Umdrehung haben. Und deswegen ist man dann eben beim Compound zum Feingewinde übergegangen. Wir haben diese Gewinde mit dieser Kennzeichnung 1032 auch noch an anderer Stelle. Zum Beispiel am Visierblock. Die zwei Schrauben, das sind in der Regel solche Senkkopfschrauben. Das ist auch ein zöllisches System und das ist UNC 1024. Also die gleiche Größe wie das Compound Scope, aber Grobgewinde. Auch das kann man sehen, wenn man es aneinander hält. Der Durchmesser ist gleich, aber das Gewinde von der Befestigung der Visiergrundplatte ist gröber. Jetzt gibt es natürlich noch weitere Gewindegrößen an so einem Bogen. Wir haben zum Beispiel das Buttongewinde. Das ist interessanterweise das gleiche Gewinde wie das Stabi-Gewinde. UNF 5/16 Zoll. Das kann man also ausprobieren. Man kann auch sein Stabi spaßeshalber einfach mal in das Buttongewinde schrauben oder den Button in das Stabi-Gewinde vorne. Es gab in der Vergangenheit auch mal Hersteller, die haben hier metrische Gewinde verbaut. Das war dann M8, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Beiter stellt immer noch Button für M8 her, aber das ist eigentlich fast verschwunden. Also von den aktuellen Modellen auf dem Markt, soweit ich weiß, gibt es keines mehr, was ein anderes Gewinde verwendet als UNF 5/16. Und so kommt es dann eben, dass wir eine wilde Mischung haben an europäischen oder asiatischen Bögen. Gillo eben als Beispiel, als sehr gutes Beispiel. Da ist die Tillerschraube metrisch, die Anschlüsse für die Stabilisatoren, die sind zöllisch. Dann haben wir hier eine Abdeckkappe, da sind kleine Schrauben dran, die sind natürlich metrisch. Das Buttongewinde ist wieder zöllisch, das Klickergewinde ist metrisch. Auf der Rückseite die Befestigung für das Visier, das ist zöllisch und so weiter. Und die Griffschale, das wird auch eine metrische Schraube sein. Also ein buntes Durcheinander, deswegen haben die meisten Schützen dann auch eben mehrere von solchen Tools in der Tasche, um eben für alle Zwecke gewappnet zu sein. Man kann, wenn man möchte, sich einen rein zöllischen Bogen aufbauen, wenn man dafür sorgt, dass man einen amerikanischen Bogen kauft, zum Beispiel Matthews oder Hoyt, und dann nur Anbauteile montiert, die auch aus amerikanischer Herstellung sind. Das geht, aber ein rein metrischer Bogen, den gibt es nicht und den wird es auch in naher Zukunft nicht geben. Das war's zu den Gewindegrößen im Bogensport. Habe ich noch was vergessen? Gibt es noch mehr Gewinde, die ich hätte erwähnen können? Und noch mehr seltsame Kombinationen aus Zoll und metrisch vielleicht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn das so ist. Und ansonsten sage ich viel Spaß beim Schrauben. Danke fürs Zuschauen und wie immer, bis zum nächsten Mal.